Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für leckere Möhrenbratlinge mit Feta-Käse. Dafür bereiten wir zunächst einen Kräuterquark vor, 250 Gramm Speisequark und 3 bis 4 Esslöffel Joghurt in eine kleine Schüssel geben. Dann kommen Kräuter dazu. Hier nehmt ihr einfach, was euch am besten schmeckt. Ich habe mich für Schnittlauch und Petersilie entschieden. Beides fein hacken, zum Quark geben. Und dann kommt noch ein kleiner Schuss Öl sowie Weißweinessig und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer dazu. Danach alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und den Kräuterquark dann erstmal zur Seite stellen. Als nächstes habe ich hier 500 Gramm Möhren, zunächst mit einem Sparschäler abschälen. Cooper bekommt natürlich auch eine Möhre ab. Die geschälten Möhren anschließend mit einer Reibe fein raspeln, die geraspelten Möhren in eine große Rührschüssel geben. Danach kommen die restlichen Zutaten dazu, eine kleine Zwiebel abziehen und fein hacken, dann noch 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken, beides zu den Möhren in die Rührschüssel geben, dann noch 2 große Eier dazugeben, außerdem 100 Gramm zarte Haferflocken, eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer, dann noch etwas geräuchertes Paprikapulver, ungefähr einen halben Teelöffel und zum Schluss den Feta-Käse einfach dazu bröseln, insgesamt 200 Gramm. Und anschließend alles mit einem Löffel oder den Händen gut miteinander vermengen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Danach können wir die Möhrenbratlinge ausbacken, dafür als erstes etwa eine Handvoll Möhren-Feta-Masse zwischen den Händen zu kleinen Frikadellen bzw. Bratlingen formen, gut zusammendrücken, damit sie relativ kompakt sind und später in der Pfanne nicht auseinanderfallen. Je nach Größe bekommt ihr aus der Masse etwa 8 bis 10 Bratlinge. Danach eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Der Pfannenboden sollte komplett mit Öl bedeckt sein. Die Möhren-Feta-Bratlinge in die heiße Pfanne geben und von beiden Seiten goldbraun ausbacken für etwa 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze. Die Möhrenbratlinge anschließend einmal vorsichtig wenden, von der anderen Seite für weitere 4 bis 5 Minuten zu Ende braten und dann aus der Pfanne heben, auf etwas Küchenpapier abtropfen lassen und jetzt nur noch die restlichen Bratlinge wie gesehen ausbacken und anschließend können wir servieren. Die Möhren-Feta-Bratlinge zusammen mit dem vorbereiteten Kräuterquark auf Tellern anrichten, noch ein paar extra Kräuter für die Garnitur drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.